Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Es ist mal wieder Zeit für die Neuigkeiten von der Werkbank. Diesmal geht's aber nicht mit bemalten Miniaturen los, sondern mit der Forum Hassia, die am 24.06. in Fritzlar stattfand. Veranstaltungsort war der Hadeshäuser Hof. Eine, wie ich finde, sehr schöne Örtlichkeit. Und neben den Verkaufsständen war natürlich auch Platz für Spiele. Es gab Tische für Herr der Ringe und Killteam und natürlich wurden auch Probespiele angeboten. Unter anderem konnten Interessierte in der postapokalyptischen Welt von Gaslands mit umgebauten Hot Wheels oder Matchbox-Autos gegeneinander antreten, in Tonks ihre Fähigkeiten als Panzerkommandeure testen oder bei Bello Ludi mit Kreuzfahrern gegen Kiewer Rus kämpfen. Alles in allem war es eine sehr schöne Veranstaltung, die nächstes Jahr wieder stattfinden soll, so hat der Veranstalter durchblicken lassen. Einen Termin gibt es noch nicht. Allerdings wurde angedeutet, dass beim nächsten Mal mehr Fläche zur Verfügung stehen wird. Die Fahrt nach Fritzlar dürfte sich also auch nächstes Jahr lohnen und man kann die Veranstaltung ja mal im Hinterkopf behalten. Nach den Bildern aus Fritzlar kommen wir jetzt zu den Modellen, die im Juni angemalt worden sind. Den Anfang machen die 3 Berserker hier. Das ist ein Kitbash aus verschiedenen Victrix-Bausätzen. Denn die Berserker, die man in der Regel normal bekommen kann, sind meistens komplett nackt. Und das sieht nicht wirklich schön aus, das wollte ich nicht auf dem Tisch haben. Dazu habe ich den Gallier-Bausatz mit Teilen der Angelsachsen und Wikinger kombiniert und heraus kamen diese 3 Herrschaften hier. Die Hosen passen noch zu den Wikingern, die Schuhe, ja, auf die achten wir einfach mal nicht so sehr. Und ansonsten sind die Jungs gut unterzubringen. Sowohl für Saga als auch für Warlords of Erebon habe ich jetzt genug Berserker zusammen, um da auch mal eine schöne Einheit in den Kampf zu schicken. Wir bleiben auch gleich im Frühmittelalter, denn diese 4 Herren hier sind Angelsachsen von Victrix. Die sind aus den Teilen der Packung zusammengebaut worden, da ist nichts dran verändert und natürlich wie immer sollen sie nicht nur als Angelsachsen eingesetzt werden können, sondern ich möchte sie gerne auch für meine Rohirrim benutzen können. Entsprechend haben sie auf die Schilde Pferdemotive bekommen, damit sie schöne Reiter von Rohan abgeben. Auf Rosshaarschweife an den Helmen habe ich diesmal verzichtet, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich keine Lust hatte, die zu machen und das wäre wieder bohren gewesen und ich wollte sie einfach mal so haben, wie sie eigentlich aussehen sollten, mal abgesehen von den Motiven auf den Schilden. Damit sind wir mit den Jungs auch schon durch und es geht mit dem nächsten weiter. Weiter geht es mit einem Ork-Hauptmann für Herr der Ringe. Wo ich den genau her habe, weiß ich nicht mehr. Alle, die das Modell kennen, die sehen, an dem ist nichts gemacht worden, außer dass er Farbe bekommen hat. Und im Nachhinein betrachtet habe ich mir auch nicht so viel Mühe mit dem Modell gegeben, weil ich ihn einfach vom Tisch haben wollte. Der stand bestimmt 2 Jahre lang jetzt hier und hat mich vorwurfsvoll angeschaut. Jetzt ist er fertig und jetzt habe ich endlich meine Ruhe. Eine besondere Funktion wird er leider auch nicht bekommen in der Armee, weil, ja, er wird halt irgendeinen Trupp anführen, aber das war's. Mehr leider nicht. Der soll einfach seine Arbeit machen. Fertig. An sich ist es kein hässliches Modell, aber ich wollte ihn eigentlich nur noch vom Arbeitstisch runter und rein ins Regal haben. Mehr nicht, weil er einfach schon so lange rumsteht. Den Abschluss bildet diesmal ein Skelettkrieger. Der ist auch komplett so, wie er ist geblieben. Da habe ich nichts umgebaut. Der ist nicht verändert worden, in keiner Form. Und genau wie der Ork-Hauptmann hat auch der schon sehr lange bei mir auf dem Schreibtisch gestanden. Da fehlte eigentlich nur noch die Basierung. Jetzt ist sie endlich fertig und damit ist auch dieser Skelettkrieger fertig geworden. Wenn ich jemals Untote spielen sollte, wird der wahrscheinlich als Champion oder als verfluchten Fürst, falls es das dann nochmal oder wieder gibt, eine Einheit anführen. Ansonsten wird er seine Zeit in der Vitrine verbringen und da wird er dann einfach das tun, was er gerade macht, ganz brauchbar aussehen. Das war's auch mit den Neuigkeiten für den Juni. Ich hoffe, diese kurzen Nachrichten haben euch gefallen. Wenn sie das getan haben, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.